Schön, oder? Ich bin Dr. Thiele, der Braumeister von Schöfferhofer. Und damit bin ich verantwortlich, dass in diesen Flaschen das bestmögliche Weizenbier steckt. Das bekannteste Weizenbier, auch Weißbier genannt, ist das Hefeweizen. Aber was genau ist eigentlich Hefeweizen? Gerste, Hopfen und Wasser. So wurde es 1516 im Reinheitsgebot festgelegt. Mehr darf in einem Bier nicht enthalten sein. Weizen war damals dem Brotbacken vorbehalten und wurde erst später dem Reinheitsgebot hinzugefügt. Ebenso die Hefe. Sie war zwar damals in jedem Bier vorhanden, aber man kannte sie noch gar nicht. Hefezellen sind so winzig klein, dass man sie mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Hefeweizen steht damit im Einklang mit dem Reinheitsgebot, auch wenn seine zwei namensgebenden Bestandteile Ergänzungen sind. Was ist jetzt eigentlich das Besondere an Hefeweizen? Beim Hefeweizen wird die Hefe nicht nachträglich aus dem Bier rausfiltriert und dadurch erhält das Bier seinen typischen trüben Charakter. Beim Bierbrauen werden zwei verschiedene Hefesorten verwendet. Die untergärige, die beim Brauen sich am Boden des Gärgefäßes absetzt, und die obergärige, die oben aufschwimmt. Durch das untergärige Brauverfahren entstehen sogenannte Lagerbiere, beispielsweise das Pilsener Bier. Durch das obergärige Brauverfahren entstehen sogenannte Ale-Biere. Zu den Ale-Bieren gehört auch unser Weizenbier. Und durch dieses Brauverfahren entsteht der Weizenbier-typische Geschmack. Etwas süß, fruchtig, spritzig, leicht. Ein Sommerbier, das man besonders gerne im Biergarten mit guten Freunden und Bekannten genießt. Das mache ich jetzt auch. Wir sehen uns!